Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, wie man Gegenstände im Dunkeln zum Leuchten bringen kann, wie zum Beispiel eine Lampe, die im Dunkeln leuchtet oder ein Glühwürmchen oder in dem Fall sind es Fenster, die halt im Dunkeln aufleuchten. Und ich fange hier an, indem ich das Haus schattiere, und zwar habe ich hier meine Farbe 157 Dark Indigo und ich male quasi die Umrandung des Hauses in diesem dunklen Indigo, also es ist ein Schwarzblau, weil das Haus so ein bisschen hinter den anderen Häusern ist. Die werfen da ja einen Schatten drauf und deswegen habe ich entschieden, dort meine dunkelsten Schatten zu setzen. Und ich blende in kleinen kreisenden Bewegungen mit starkem Druck am Rand, mittlerem Druck und dann lasse ich mit sanftem Druck die Farbe auslaufen, sodass meine nächste Farbe es einfacher hat, in dieses dunkle Indigo hereinzublenden. Jetzt greife ich zur nächsten Farbe, das ist die 247 Inline-Trillen Blau und ich setze auch wieder in der dunkelsten Farbe an, also in dem Indigo, und blende dort mit kleinen kreisenden Bewegungen rein, schon mit etwas mehr Druck, lasse den Druck dann aber langsam nach, je mehr ich zur Mitte des Hauses komme, so dass die Farbe wirklich sanft ausblendet und meine dritte Farbe auch wieder problemlos ansetzen kann. Und dieses Inline-Trillen Blau ist ein Ton heller, also ein Ton blauer als das Indigo. Und das Indigo gibt mir hier wirklich den dunklen Schatten und das Inline-Trillen Blau, gibt es nochmal so ein bisschen sanfteren Touch, ein bisschen mehr wirklich ins dunkle, tiefe Blau rein. Und was ich gleich mache, ist, dass ich zwischen den beiden Fenstern einen Schatten lege. Und zwar habe ich mir Bilder auf Pinterest angeguckt, wie so Häuser aussehen, die mehrere Fenster haben, große Fenster haben und wo das Licht drin an ist. Und tatsächlich war so in der Mitte, also zwischen den beiden Fenstern, ein Schatten, wo das Licht halt nicht ganz hinreichte. Und das habe ich hier halt auch simuliert, weil das sehr gut zu den Fenstern passt. Ich werde sehr oft gefragt, wie ich entscheide, wo Licht und wo Schatten ist. Ganz oft entscheide ich das intuitiv selber, aber wenn ich mir unsicher bin, wie Sachen aussehen im realen Leben, wenn dort Licht drauf scheint und wo der Schatten fällt, dann schaue ich mir ganz oft Fotos an bei Pinterest, ich google und schaue dann, wie es im wirklichen Leben ist. Und das hilft mir dann oft zu entscheiden, wie ich es bei meinen Bildern mache. Aber oft ist es einfach willkürlich gewählt, intuitiv. Irgendwie, je öfter man das macht und je mehr man auch drüber nachdenkt und diese Entscheidung bewusst trifft, desto einfacher wird es und desto, mehr kann man es aus dem Handgelenk heraus, weil man einfach ein Gefühl dafür entwickelt. Und diesen Schatten, den ich jetzt in der Mitte blende,
blende ich wirklich ganz, ganz sanft und werde dann nach und nach immer ein bisschen dunkler. Ich will nicht von vornherein, dass da so ein dunkler Balken ist, sondern ich möchte wirklich, dass das sanft in die anderen Farben reinblendet. Und die Form dieses Schattens ist so ein bisschen an die Form der Fenster angepasst. Also ein bisschen oben rund und unten ein bisschen ja, weniger abgerundet, sondern mehr kantig, wo die Fensterbänke sind. Darauf habe ich zum Beispiel auch geachtet. Ich bin jetzt übrigens bei der dritten Farbe und zwar mein Helio Blau Rötlich, die 151. Und ich mache dort das gleiche, das ich auch mit dem Innentränen-Blau gemacht habe. Ich blende meine Farbe von davor, also mit dem Helio Blau Rötlich, blende ich in mein Innentränen-Blau, so mit mittlerem Druck, kleinen kreisenden Bewegungen, wirklich erstmal ganz sanft die Farben vermischen und lasse den Druck dann immer weiter nach, je mehr ich zur Mitte der Hauswand komme. Und ihr werdet es vielleicht ab und zu merken, dass ich hier und da immer noch zu einer anderen Farbe greife, also entweder zu meinem Indigo oder zu meinem Innentränen-Blau, weil mir hier und da dann noch Ecken auffallen, wo ich vielleicht ein bisschen dunkler werden muss, beziehungsweise wo ich vielleicht ein bisschen mehr Blau brauche oder ein bisschen mehr blenden muss. Und hier ist zum Beispiel so ein Wechsel. Ich denke, das ist Indigo oder Indanthränenblau. Indanthränenblau habe ich da. Und ja, ich blende da immer so ein bisschen nach, je nachdem, wie viel ich da noch nacharbeiten muss oder brauche. Es ist wirklich ein Prozess, wo man Stück für Stück arbeitet und nicht die Farbe wirklich mit dollem Druck in einem Rutsch aufträgt. Also arbeitet langsam, arbeitet lieber mit leichterer Hand und ja, Stück für Stück vorarbeiten, bis ihr dann mit dem Ergebnis zufrieden seid.
Und jetzt fangen wir mit den Fenstern an. Ich habe hier die 111 Cadmium Orange und ich blende oder ich male nur in der unteren linken Ecke des Fensters. Die obere rechte Ecke des Fensters lasse ich leer. Also in der unteren linken Ecke orange, obere rechte Ecke leer lassen. Auf der anderen Seite untere rechte Ecke orange, obere linke Ecke leer lassen. Das Orange trage ich schon mit relativ starkem Druck auf, lasse den Druck aber ein wenig nach, je mehr ich zur Stelle komme, die ich eben weiß lassen möchte, weil da hinterher mein Gelb reinkommt. Und das Gelb, das wir gleich verwenden werden, ist die 107 Cadmium Gelb. Farbe 194 Rot-Violett male ich Fensterbank und Fensterrahmen aus. Und ich male wirklich nur den äußersten Rand des Fensterrahmens und den äußersten Rand, also unteren Rand der Fensterbank aus. Dafür braucht man wirklich einen spitzen Stift und muss langsam arbeiten. Und dann male ich auch über den Glasscheiben die Fenster, ja, wie nennt man die Rillen von dem Fensterrahmen aus und in der Mitte auch, ja, nur die Rillen am Rand. Das Ganze blende ich dann mit der 191 Pompeianisch Rot dann etwas aus. Aber nicht ganz den Fensterrahmen und die Fensterbank ausmalen, sondern wirklich nur das Rot-Violett ein bisschen ausblenden und eben ein bisschen mehr Farbe reinbringen, weil wir gleich den Rest von der Fensterbank und den Rest von dem Rahmen und die Glasscheiben in dem Gelb ausmalen, weil eben das Gelb wirklich strahlt. Hier noch einmal das Orange, die 111, und ich male hier einen Rand um das Fenster herum und unter die Fensterbank, also dort, wo das Licht noch so ein bisschen Schatten wirft. Und jetzt mit der Farbe 107 Cadmiumgelb male ich eben die Fensterscheiben aus und blende in das Orange rein und male auch gleich den Fensterrahmen aus und die Fensterbank. Und jetzt blenden wir auch das Gelb nicht dolle drücken, sondern eher ganz sanft außerhalb des Fensters. Und zwar haben wir ja den orangenen Rand außerhalb des Fensters, dort verblenden wir das Gelb und blenden es wirklich ganz sanft in kreisenden Bewegungen in das Blau rein. Nicht doll, ganz, ganz sanft mit kreisenden Bewegungen. Da nehme ich mein hellstes Blau, das ist 140, helles Ultramarin oder Ultramarinhell, und blende das auch ganz sanft von dem Blau in das Gelb rein, um dort quasi den Übergang zu schaffen zwischen dem Blau und dem Gelb. Alles wirklich ganz sanft blenden in kreisenden Bewegungen, weil Gelb und Blau eben Grün ergibt und man möchte kein Grün in seinem Bild haben, sondern man möchte ein Blau haben, das von einem helleren Blau in ein dunkleres Blau verläuft und eben ein Gelb, das in das hellere Blau reinscheint, wie eben ein Fenster im Dunkeln.
Das leuchtende Fenster ist auch noch ein bisschen im Dach zu sehen, deswegen imitiere ich das auch in dem Dach. Und ich habe hier die 194 Rot-Violett, das wir auch schon bei dem Fensterrahmen benutzt haben, 193 Kamin gebrannt und 191 Pompeianisch Rot. Und ich benutze die Stifte auch in der Reihenfolge von dunkel nach hell und male halt ein bisschen den Rand von dem Dach, ein bisschen die Mitte, dort wo ich auch das Dunkle zwischen den Fenstern imitiert habe und blende es dann eben zu den hellen Lichtreflexen etwas aus. Gebe noch ein bisschen Orange dazu und natürlich ein bisschen Gelb, weil dort das Licht auch so ein bisschen drauf scheint und ja, die Dachrille das reflektiert. Und das Dach male ich eigentlich in dem gleichen Stil aus wie das Haus, deswegen werde ich hier auch nicht mehr viel zu sagen, sondern euch das Ganze einmal anschauen lassen. Und ja, wer mitmalen möchte, kann natürlich gerne mitmalen. Noch ein kleiner Hinweis, ich benutze auch ab und zu etwas Schwarz, einfach um die Schatten ein bisschen zu vertiefen, gerade bei dem Dach. Auch ein bisschen an der Hauswand, also nicht wundern, ein bisschen Schwarz ist auch dabei. Dann hoffe ich, das Tutorial hat euch geholfen. Es ist leider ein bisschen lang, ich weiß. Ich wollte aber ja die ganzen Clips nicht so sehr kürzen, damit ihr wirklich mitmalen und mitblenden könnt. Dann vielen Dank fürs Reinschauen. Falls ihr noch nicht Teil dieses Channels seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und diesen Channel auch abonniert. Das hilft mir und ich freue mich, ja, eure Namen alle in meiner Liste zu sehen und euch kennenzulernen. Also hinterlasst auf jeden Fall auch einen Kommentar mit konstruktiver Kritik, Anmerkungen, wie es euch gefallen hat, ob ihr es nachgemacht habt und ob es funktioniert hat. Dann viel Spaß beim Malen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!